vorgeschriebenes Anziehdrehmoment und die Schraube löst sich trotzdem. Dann ist nicht die Zahl das Problem, sondern das System. Drehmoment beweist keine Vorspannkraft in der Schraube. Mythos: Wenn das Drehmoment stimmt, stimmt auch die Klemmkraft. Realität: Du misst nur das Moment am Schlüssel. Entscheidend ist die Vorspannkraft in der Schraube. Vorspannkraft heißt, die Schraube wird gedehnt, sie zieht die Teile zusammen. Daraus entsteht die Klemmkraft in der Fuge. Ein Drehmoment gilt nur für den vorgegebenen Zustand. Sauber, trocken oder definiert geölt ist Teil der Anweisung. Änderst du den Reibzustand, änderst du das Ergebnis, auch bei gleichen Newtonmetern. Typische Symptome sind Spiel, Knackgeräusche, Abriebspuren an den Kontaktflächen oder Schrauben, die nach kurzer Zeit wieder lose wirken. Was tun? Diagnose zuerst, Fix danach. Nicht reflexartig mehr anziehen. Beim Anziehen teilt sich das Drehmoment auf. Reibung im Gewinde, Reibung an der Auflagefläche und nur der Rest dehnt die Schraube. Wenn der Reibzustand schwankt, schwankt die Vorspannkraft und damit die Klemmkraft, trotz gleicher Newtonmeter. Kurzer Hinweis: Bei heißen Verbindungen kann Vorspannkraft im Betrieb zusätzlich sinken, zum Beispiel am Abgaskrümmer. Vereinfachtes Federschema: Die Schraube ist wie eine Feder. Beim Anziehen wird sie gedehnt. Die geklemmten Teile sind die Gegenfeder. Sie werden zusammengedrückt. Die Vorspannkraft ist das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Federn. Mini-Beispiel 1: Trocken gegen leicht geölt. Du ziehst beide Male mit dem gleichen Drehmoment an. Wenn es geschmiert ist statt trocken, geht mehr Kraft in die Schraube. Das kann zu Übervorspannung führen. Dann wird es im schlimmsten Fall zu fest, das Gewinde wird überlastet oder die Schraube wird überdehnt. Ergebnis: Gleiches Drehmoment, aber deutlich andere Vorspannkraft. Woran merkt man das bei Serienmontage? Das Anziehen fühlt sich mal glatt und mal ruckelig an. Und gleiche Werte liefern unterschiedliche Ergebnisse. Trocken streut oft stärker. Definiert geölt kann reproduzierbarer sein. Was tun? Konsistenz. Trocken oder geschmiert, das gibt der Hersteller oft vor. Hast du schon mal erlebt, dass gleich angezogen trotzdem unterschiedlich hält? Mini-Beispiel 2: Blankes Metall gegen Zwischenschicht. Du hast Lack, eine Dichtung, eine Kunststofflage oder eine ungünstige Scheibenkombination in der Klemmstrecke. Beim Anziehen ist erst Vorspannkraft da. Danach wird die weiche Schicht unter Druck dünner. Das ist Setzen. Das Drehmoment am Kopf sagt dann nichts mehr. Die Klemmstrecke wird kürzer. Folge: Vorspannkraft fällt und Klemmkraft fällt mit. Symptom: Nach kurzer Zeit ist Spiel da oder die Schraube braucht Nachziehen. Was tun? Kontaktstellen von weichen Schichten freihalten, Setzmaterial wenn möglich minimieren und bei Bedarf ein Montageverfahren nutzen, das Setzen berücksichtigt. Jetzt die Diagnose. Erstens: Fehlt wirksame Klemmkraft. Hinweise sind Relativbewegung in der Fuge, Abrieb, glänzende Reibspuren oder feiner Staub an den Kontaktstellen. Zweitens: Gibt es Setzquellen, die die Vorspannkraft nach der Montage reduzieren? Typisch sind Lack, Korrosion, Dichtungen, weiche Zwischenlagen, raue Auflageflächen oder viele Scheibenlagen. Drittens: Dreht sich der Schraubenkopf tatsächlich? Ein einfacher Check ist ein Markierungsstrich, der über Schraubenkopf und Bauteil verläuft. Wenn der Strich wandert, dann ist die Frage: Ist das primär Vorspannkraftverlust oder arbeitet die Fuge durch seitliche Kräfte? Was tun? Diagnose zuerst, dann Fix. Abonniere unseren Kanal, wenn du solche Diagnoseabläufe regelmäßig haben willst. Und hier ist die Fix-Hierarchie. Keine absoluten Regeln, aber eine sinnvolle Reihenfolge. Erstens: Auflageflächen und Kontaktstellen. Sauber, plan, tragfähig. Setzquellen wie Lack, Dichtungen oder weiche Zwischenlagen reduzieren. Zweitens: Steifigkeit und Geometrie. Eine steifere Klemmstrecke hält Vorspannkraft stabiler. Dünne, nachgiebige Teile erhöhen das Risiko. Drittens: Reibzustand definieren und einhalten.
Oberflächen, Scheiben und Schmierung konsistent, so wie vorgesehen. 4. Montageverfahren. Wenn Reibung stark streut, können Verfahren helfen, die weniger davon abhängen, zum Beispiel Drehmoment plus Winkel. 5. Sicherung als Ergänzung. Sinnvoll bei Vibration oder Querlast, ersetzt aber keine Klemmkraft. Zusammenfassung: Das Anziehdrehmoment ist kein Beweis für die Klemmkraft. Reibung streut. Setzen senkt Vorspannkraft. Mit dem vereinfachten Federmodell kannst du abschätzen, wo im Klemmpaket Vorspannkraft typischerweise verloren geht. Diagnose zuerst, Fix danach. Sonst drehst du nur am Newtonmeter und landest wieder beim Anfang. Warum löst sich die Schraube trotz richtigem Drehmoment?